später angefangen. Ich bin erst seit 66 dabei. Wie gesagt, selber, das wird dann selbst gesteckt mit Zwiebeln und Tomaten, wie du siehst. Matthias, richtig? Genau, Matthias. Matthias, wo sind wir hier? Wir sind hier bei Jim Blake, einem traditionellen Osnabrücker Imbiss in der Dodesheide, in der Nähe vom Limberg. Apropos Limberg, oben am Limberg waren früher die Engländer bis vor ungefähr 10 Jahren stationiert. Daher auch der Name Jim Blake, das war nämlich ein Koch oben bei den Engländern, oben am Limberg. Und der hat 1964, also vor 61 Jahren hier, den Laden aufgemacht. Oh, vor 61 Jahren. Genau. Letztes Jahr haben wir Jubiläum gefeiert, letztes Jahr sind wir eben 60 geworden und jetzt sind wir im 61. Jahr. Genau, sind die 4. Inhabergeneration, aber nicht mit Jim Blake verwandt. Aber der Name ist geblieben. Der Name ist geblieben und ist auch bis heute Tradition. Zum Beispiel die Currysoße, die wir bis heute haben, ist immer noch nach seinem Rezept. Also ein bisschen Original Jim Blake ist immer noch da. Die Fliesen sind noch Original Jim Blake. Da hat er schon vorgestanden oder daneben gestanden. Genau. Ja, toll. Matthias, kommst du selbst aus Gastronomie? Genau, ich habe 2008 hier in Osnabrück mein Abitur gemacht, habe mich dann ganz klar für die Gastronomie entschieden. Bin zunächst nach Berlin gegangen, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe dann auch noch in der Schweiz als Koch gearbeitet und bin dann vor 10 Jahren wieder zurückgekommen nach Osnabrück und habe den Laden hier mit meinem Bruder zusammen ursprünglich aufgemacht, aber der wollte ein bisschen kürzer treten aus der Gastronomie und deswegen ist der nur noch donnerstags da, aber du kannst ihn ja heute sehen. Ja, toll. Und genau, seitdem mache ich das eigentlich hauptsächlich mit meiner Lebenspartnerin Geraldine. Die kann aber leider heute nicht hier sein, die ist beim Arzt, die lässt sich entschuldigen. Toll, das heißt, du bist in der Schweiz gewesen? Genau, in Davos habe ich gearbeitet. Auch in Gastronomie? Genau, auch in der Gastronomie, als Koch wie gesagt. Okay. Genau, bin aber gelernter Restaurantfachmann, also kein Koch. Ursprünglich wollte ich eigentlich eher in die gehobene Gastronomie, habe dann aber schnell erkannt, dass mir das keinen Spaß macht, die ständigen Ortswechsel, der Fahrradfahrereffekt, nach oben buckeln, nach unten treten, das wollte ich alles nicht. Ich wollte das ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer und dann hat sich das hier so ergeben und ja, so wie der Zufall das eben will. Das war irgendwie eine Anzeige geschaltet, dass der Imbiss verkauft wird, übernommen? Nee. Die 2 Damen, die das vorher hatten, das sind Bekannte von meinen Eltern und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Die haben mir irgendwann erzählt, dass sie verkaufen möchten und haben uns gefragt, ob wir es vielleicht kaufen möchten und dann haben wir ja gesagt und dann ging das relativ fix und wie gesagt, seit 10 Jahren stehe ich jetzt hier. Ja, und toll. Bisher läuft es noch. Also wir haben wirklich diese klassischen Imbissgerichte von einem Hotdog, einem dänischer Art, über einen ganz normalen Hamburger oder Cheeseburger. Dann natürlich das selbstgeklopfte, selbstpanierte Schnitzel, selbstgemachte Schaschlik haben wir auf der Karte. Also eigentlich alles, ja natürlich Würstchen, was da auch ein bisschen uns auszeichnet, dass wir nicht nur eine Wurst, sondern glaube ich gleich 5, 6 verschiedene Würstchen haben. Also sprich, hier sollte eigentlich jeder seine passende Wurst finden. Sogar hier mit T-Shirt mit Logo. Ja, wir sponsern gelegentlich hier die örtlichen Fußballvereine. Genau. Okay. Das ist jetzt die Spielgemeinschaft vom SSC Dodesheide mit dem TuS Haste. Die haben in der Jugend eine gemeinschaftliche Mannschaft und ja, Jugend zu unterstützen kann nie schaden und dann treten wir auch mal als Sponsor auf. Ja, absolut.
Absolut. Aber ist das schon in eine bestimmte Liga oder ist das doch? Da ist mein Bruder, dein Mann, der ist auch Trainer beim TuS Hastel, da kann der dir mehr erzählen. Ja, ja, erzähl mir gerne. Ja. Die Jugendmannschaften von beiden Vereinen sind leider Kreisliga, Kreisklassenniveau. Also da ist so ein kleiner Neuaufbau am Start gerade. Deswegen auch die Spielgemeinschaft, dass man da so die Kräfte bündelt, weil gerade durch Corona etc. ist es halt ultra schwierig geworden, Jugendliche für Fußball zu begeistern. Und deswegen haben sich in Osnabrück auch ganz viele Vereine zusammengetan, um die Jugend halt zu bündeln, um die Mannschaften stärker zu machen, um genug Leute zu haben. Und das läuft echt gut an. Also ich habe sowohl beim TuS als auch beim SSC selber gespielt und trainiere beim TuS aktuell eine Herrenmannschaft. Insofern freuen wir uns auch immer, dass da die Verbindung da ist. Wunderbar. Mach den fertig. Oder macht Daniel den. Offensichtlich eben fertig. Wer auch immer. Ja, Hauptsache es Ich habe letzte Woche das Geheimnis erfahren, Pommes, Mayo und oben drauf nochmal Pommes. Das ist eben Alleinstellungsmerkmal hier. Nein, weil ihr auch hier gewonnen habt. Ja, genau. Ja. Ist ja auch so eure Wie nochmal Pommes? Ja, dass die Mayo quasi nicht auf dem Nicht der mit Pappe Papier in Verbindung kommt. Genau. Kommt immer noch Pommes. Deswegen machen wir zuerst Pommes. Ja? Wenn gewünscht, machen wir auch Mayo extra. Wenn die drauf soll, kommt halt erst ein Berg Pommes, dann kommt die Mayo drüber und darüber kommt nochmal Pommes. Das, Okay. ja, das hilft natürlich nicht. Okay. Aber macht doch die Qualität der Mannschaft dafür mit aus. Okay. So, jetzt geh rein. Moin! Ist aber dein Platz schon wieder leer? Ob du es glaubst, oder weißt du, ich habe komplett flach gelegen. Jetzt bist du aber wieder fit. Jetzt bin ich wieder fit. Ich weiß aber nicht, ob ich beim nächsten Spiel da sitze oder gegenüber. Ich bin beim nächsten Mal leider gar nicht da. Ach so, ja. Deswegen, da muss ich arbeiten. Ja. Deswegen. Was möchtest du haben? Ich hätte gerne Currywurst, Pommes Mayo. Gerne. Bleibst du denn hier? Ja, klar. Ja, super. Pause. 61 Jahre, das ist schon lange Zeit. Ja, aber wie gesagt, ich habe erst 2 Jahre später angefangen. Ich bin erst seit 66 dabei. Nein, also wie gesagt, seit 10 Jahren bin ich dabei und seit 10 Jahren macht es auch Spaß. Wir haben auch echt tolle Gäste, das muss man ganz ehrlich sagen. Viele Stammkunden, Großteil unserer Gäste sind eigentlich Stammkunden, das macht es umso schöner. Du siehst bekannte Gesichter, kannst dich auch mal unterhalten. Das ist schon besser als irgendwo in der Innenstadt, in so einem namenslosen Ding, was vielleicht seit 2 Jahren da ist, wo die Leute keine Bezüge zu haben, keine Geschichten zu haben. Ja, die Wände, wenn die sprechen könnten, die könnten dir so einiges erzählen. Ja, glaube ich, ja. Definitiv. Ja, definitiv. Also als Jim Blake wirklich selbst noch hier stand und die Engländer noch da waren, hatten die ein bisschen weiter die Straße runter ihr Kino und oben, wie gesagt, die Kaserne und dann ging es immer an Jim Blake vorbei. Das bedeutete einmal vorm Kino essen und einmal nach dem Kino essen. Dann ging es noch in die Stadt zum Saufen und dann ging es nochmal bei Jim Blake vorbei, dann wurde ein drittes Mal gegessen. Ja, toll. Doch, war eine schöne Zeit, als die Engländer noch da waren. Ein paar sind auch immer noch hier, aber die meisten sind natürlich dann irgendwie versetzt worden, gerade die Jüngeren. Aber ja, man hat es am Anfang in Osnabrück schon gemerkt, als die Briten gegangen sind. Wir waren eben eine der größten Divisionsstädte außerhalb Englands. Fast 10.000 Mann waren die Engländer hier, also keine ganz so kleine Zahl. Danke. Was jetzt noch muss verpixelt werden. Das ist der Reim. Pommes, Mayo, Pommes. Genau das. Der Sinn ist eben... Jetzt setzt es sich durch. Keine Sorge, ist alles patentiert. EU-weit. Sehr gut. Gastronomie kannst du nicht planen. Ist halt keine Behörde, machst keine Termine. Die Leute kommen, wie sie wollen. Und mal kommen sie alle auf einmal, mal kommen sie gar nicht. Aber sie kommen nie verteilt. Werden dann zusammen, ja? Genau das. Aber ich glaube, das kann jeder Gastronom bestätigen. Das ist immer das Gleiche.
Ja, das ist auch noch ein Originalrezept von Jim Blake. Die hausgemachte oder selbstgemachte Currysoße. Machen wir auch seit 64 selber. Ist es eher so fruchtiger oder? Also die Grundbasis ist ein ganz normaler Ketchup und ja, dann verändern wir den Geschmack mit verschiedenen Gewürzen. Aber ich kann dir so viel sagen, es ist auf jeden Fall Curry drin. Und mehr kann ich dir nicht verraten. Sehr gut. Das ist, wenn du das Rezept erfahren willst, musst du den Laden kaufen. So, mein Lieber. Gerne. Was ist noch? Pflege? Ja. Und? Mit Wasser in Hütte. Ja, Schön. Echt? So was gibt es? Mal, hast du mir serviert? Viel Spaß am nächsten Kann Tag. ich dich richtig sehen. Wenn ich dich mal sehe, dann will ich dich auch richtig sehen. Und macht Spaß hier, deine Pflege? Ja, noch Ja? kurz. Sonst wäre ich auch nicht mehr da. Also das war schon Ja, eine ganz bewusste Entscheidung und auf Land, auf Stadt habe ich ja auch keinen Bock mit Fahrradzug und Berufsverkehr. und überhaupt, die Leute ticken anders auf dem Ja, Land. ja, ist schon geschmeidiger, glaube ich. Ja. Und du hast mal eine schöne Fahrzeit, 5 Minuten zum nächsten Bauernhof. Bist du neulich umgezogen? Nee, ich bin gelernter Altenpfleger und arbeite in der ambulanten Pflege und mache das jetzt hier noch einmal die Woche, weil es Spaß macht. Okay. Und das ist die Kollegin aus der Stadt. Ich Ah, arbeite verstehe. Genau. Verstehe. Ich arbeite im Landkreis und ist eben anderes Arbeiten. Ne? Verstehe. Du bist Teil des Story. Oder? Der doch einmal Teil oder? Das hat auch mit dem Stadtteil noch nichts zu tun. Nee. Das ist eine Charakterfrage. Meine Pommes. Sonst Kartoffeln. 6 €. Hast du Origami gemacht? Ja, Das ist ich hatte aber Langeweile. Warte. Lies mal dann bitte eine Currywurst fallen. Ich versuche das mal. Danke. Der nächste schmeißt wieder weg, ne? Ja, super. Ja, schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Uns ja Jahrzehnte nicht gesehen. So schlimm ist auch nicht. Doch. Mit denen du noch so selten arbeiten möchtest. Hier. Komm, aber da hat er natürlich recht. Donnerstags komme ich. Nicht so mein Tag. Und wir haben das Kann sich ja ändern. Ja, weil wir haben heute noch Fortbildung und wollen ja schnell nach Hause. Mal Pommes essen. Welches Thema denn? Wunden. Oh, wie schön. Ja, ich finde es auch toll. Ich liebe das. Manchmal sind es ja ein bisschen eklig, aber ich finde es trotzdem toll. Dann hatten wir Erfolg. Das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Vielen Wann hat Dank. es geschmeckt? Schönen Tag noch. Ne? Ciao. Tschüss. Genau, Genau. Okay. Und ohne Kohle. Wollt ihr einen Liter teilen? Ist günstiger oder jeder 0,3 Flasche? Liter könnt ihr auch mitnehmen. Oh, das sind aber große Teller. Genau. Große Schnitzel. Für großen Ich hoffe, jetzt Hunger. haben wir auch nicht große Schnitzel. Dann hier ist es Januar, die Leute wollen Diät machen, wir haben im Moment die kleinen Schnitzel. Ja? Okay. Sehr gut. Nein, unsere Schnitzel kommen ja aus der Region, kommen auch aus der offenen Stallhaltung, also die Tiere standen wirklich auf der Wiese, standen nicht im Stall. Klopfen und panieren tun wir die Schnitzel selber, also da wird noch richtig Hand angelegt. Ja, sollte man hoffentlich auch schmecken, aber kannst ja gleich mal sehen, wie sie aussehen. Ja, gerne. Moin. Was soll ich sagen? Eine Pommes mal jetzt bitte. Gerne, mach ich eben fertig.
Wichtig ist eben auch, dass die Schnitzel, oder ja, wichtig ist eben, dass die Schnitzel eben auch in einer eigenen Pfanne gebraten werden, also nicht in eine Fritteuse kommen, sondern im eigenen Fett gebraten werden. Dadurch behältst du halt den Geschmack bei und der wird nicht irgendwie verändert. Klopfen und panieren die Schnitzel dann eben selbst, ganz klassisch mit ein bisschen Ei, bisschen Salz, Pfeffer natürlich, Gewürze müssen ran und ja, den Rest kannst du dann entweder pur genießen oder auch mit einer schönen Soße, irgendwie mit einer leckeren Pilzrahmsoße, die machen wir auch selber, unsere Jägersoße. Oder mit 2 Spiegeleiern essen die Leute auch gerne. Die Eier kriegen wir von unserem Landwirt im Hof Barlage. Der liefert uns Kartoffeln und Eier. Also kannst du auch, wenn du mal keinen Bock auf Pommes hast, auch gerne Bratkartoffeln bestellen. Ja, die Kartoffeln kochen wir halt auch selbst. Also kriegen wir als komplette Kartoffel angeliefert vom Bauern direkt und dann wird daraus eine schöne Portion Bratkartoffeln. Selbst schälen? Ne? Selbst, genau. Also wir schälen nicht, wir pellen. Also Ja. wir kochen in Schale. Das hat den einfachen Grund, dass der Geschmack dann einfach besser in der Kartoffel bleibt, als wenn du vorm Kochen schälst, weil viel Geschmack steckt zwischen Schale und Fleisch sozusagen, bleibt also Kartoffel. Und ja, deswegen mit Schale kochen, dann pellen und dann eben abkühlen lassen. Das ist ganz wichtig bei einer Kartoffel, dass die Kartoffel eine Wachsschicht bildet. Dann kannst du sie auch vernünftig schneiden und dann kannst du richtig schöne knusprige Bratkartoffeln machen. Ja, wunderbar. Sogar hier Imbiss mit SZ. Genau. Ja? Klassischer Imbiss, klassische Schreibweise. Okay. Also jetzt Schnitzel mit. Das ist jetzt ganz normales Schnitzel Wiener Art, ohne Söschen. Der Gast möchte keine, dann soll er es so bekommen. Jo, danke. Pommes, Mayo, Pommes. Damit nichts klebt. Genau, damit die Mayo nicht am Papier kleben bleibt. Und jetzt noch ein bisschen Zeitung, damit das Ganze auch warm zu Hause ankommt. Ist das irgendwie so eine Wochenseite? Genau, das ist jetzt die NOZ, die neue Osnabrücker Zeitung. Dann haben wir eine Pommes mit Mayonnaise mit 3,50 €. Achso. Ja, genau. Das ist the one and only Jim Blake Höchst selbst. Der hat 1964 hier den Laden gegründet und aufgemacht und selber betrieben. 12 Jahre lang ungefähr. Ist leider viel zu früh mit 76 verstorben und ja, hatte selber keine Nachkommen. Und dann hat er zunächst einen Herr Meier gekauft. Der hatte den Laden dann 25 Jahre. Dann hatten das 2 Schwestern. Und ja, dann vor 10 Jahren ungefähr habe ich den Laden dann mit meinem Bruder ursprünglich übernommen. Und mittlerweile hat der verkauft an meine beste Hälfte. Und jetzt machen wir das seit ein paar Jahren zusammen. Und ja, macht Spaß, macht Freude, nette Gäste, läuft. Es fing mal ursprünglich hier mit einem Frankfurt-Aufkleber an, den ein Gast hier hingeklebt hat. Und das ist irgendwie daraus geworden. Jetzt hat die Wand ein bisschen mehr Geschichte als vorher. Hätte ich gewusst, würde ich was mitnehmen. Aber hier ist hier sogar hier, HSV. HSV ist dabei, St. Pauli ist auch dabei. Wir sind also tolerant und weltoffen. Ja, Hier darf jeder hinkommen. Bruce Lee. Bruce Lee auch, genau. Ja. Ja.
Ja, schon. Nee. Und sonst die Leidenschaft in Osnabrück, die gilt natürlich immer dem VfL. Vom Wimpel bis zum kleinen Wandbild ist das vertreten. Moin! Moin. Wisst ihr schon, schaut ihr noch Ja, immer das gleiche. Curry Pommes Mai oder was soll es sein? Wolltest du ein Brötchen dabei? Ja, und die hauseigene Soße. Selbstverständlich, davon gehe ich aus. Und eine Cola. Die Christe. Wolltest du auch was trinken? Ich nehme das gleiche. Alles klar. Also auch Curry Pommes Mai? Ja. Gut. Cola, danke dir. Gerne. Kronkorken immer gesondert sammeln, die kommen nicht im Müll, die sammeln wir fürs Kinderhospiz. Beziehungsweise nicht wir, ein Gast von uns, und der hat uns gebeten, dass wir die für ihn mitsammeln. Und einmal im Jahr werden die dann zum Schrott gebracht. Und dann die Erlöse gehen ans Kinderhospiz. Normales Salz? Normales Salz. Ganz normales Speisesalz. Ohne Jod, zumindest meistens. Gibt es dann immer noch ein kleines Wurstbrötchen dabei, wenn man eine Bratwurst oder eine Currywurst bestellt. Werden auch frisch gebacken hier in der Nachbarschaft von der Bäckerei Viking. Also nicht aus der Großindustrie, sondern wirklich noch von einem Familienbäcker. Oh, das hört sich sehr gut an. Also Currywurst, Pommes und dazu noch, oder separat noch Brötchen, ja? Die Soße ist so gut, dass du das Brötchen deswegen brauchst, dass du hinter die restliche Soße aufnehmen kannst mit dem Brötchen. Wunderbar. Werde ich nachher probieren, auf jeden Sehr Fall. gerne. Ja. Nee, und was wir auch von der Bäckerei Viking bekommen, kannst du vielleicht auch mal filmen. Das sind unsere Hamburger Brötchen. Die werden extra nach einer eigenen Rezeptur nur für uns gebacken, also die kannst du so gar nicht kaufen. Die können nur wir bestellen. Das ist mega. Genau, kommt auch eben von der Familienbäckerei Viking, hier aus der Todesheide. Die haben aber auch noch ein paar andere Filialen hier in und um Osnabrück herum, also nicht nur in der Todesheide, aber die Hauptbäckerei ist hier in der Todesheide. Und die Würstchen selbst? Die Würstchen, da haben wir ein paar verschiedene. Wir haben die klassischen Osnabrücker Firmen, einmal mit Giersch und einmal mit Kinios. Die Dünne von Giersch, die ist in einem Kunstdarm, wird im Fett ausgelassen. Unsere anderen Würstchen, die wir haben, die kommen alle auf den Grill. Die werden also gegrillt, ganz klassisch. Und wer eben Lust auf ein bisschen anderen Geschmack hat oder auf ein regionaleres Produkt, der kann hier auf den Osnabrücker Prügel zurückgreifen. Der Osnabrücker Prügel setzt sich dafür ein, dass die Tiere eben auf der Wiese gehalten wurden in der Haltungsstufe 4, nicht im Stall standen, was Vernünftiges zu essen bekommen haben. Ja, wenn es dem Tier gut geht, dann ist es vielleicht auf dem Teller auch ein bisschen angenehmer. Zweimal Currywurst, Milch und eine halbe Pommes Mayo. Gerne, reicht dir. Auf eine Platte die Würstchen oder auf zwei? Oder ist hier? Ach, du bleibst hier. Ja, wunderbar. Was bestellt? Ah ja, steht schon da. Hat dich schon rübergestellt. 14,90. Genau, das zeichnet uns auch aus. Also wie du siehst, hier liegen nicht unzählig viele Würstchen oder irgendwelche warm gehaltenen Würstchen. Die Würste wird dann gemacht, wenn sie bestellt wird. Ja, das Ciao, schönen Tag dir noch. Danke. Und dann eben auch wirklich von allen Seiten. Nicht nur von zwei Seiten braun, sondern im Optimalfall von allen 4 Seiten.
tatsächlich egal, sind relativ gleichzeitig draufgekommen. Jetzt hast du auch einen vollen Parkplatz. Hausgemachte Soße? Hausgemacht, selber gemacht, so sieht's aus, ohne Zusatzstoffe. Pilzsoße? Ja, Pilzrahmen, genau, Pilzrahmen. richtig. So eine Jägersoße. Doppelt? Genau, eine doppelte Currywurst, in dem Fall nicht mit der hausgemachten Soße. Die junge Dame möchte es ein bisschen milder haben. Dann gibt es normalen Ketchup und dann ganz klassisch ein bisschen Currypulver drüber. Über unsere hausgemachte kommt kein extra Currypulver drauf, weil da die Gewürze alle schon in der Soße sind. Und man kann es besser unterscheiden, welche ist. Ja, man kann auch zwei gleich nehmen und dann gleich testen, also ausprobieren. Tatsächlicherweise haben wir einige Kunden, die machen das. Die bestellen halb-halb. Die nehmen die eine Hälfte mit der hausgemachten Soße und die andere Hälfte dann mit der milden Variante. Aber in dem Fall sogar noch ein extra Wunsch. Im Normalfall tun wir die Mayo zu den Pommes in den Glasschälchen. Aber das ist eine Stammkundin und die möchte die Mayo lieber auf dem Teller haben.
Frisch gebackene Brötchen von der Bäckerei Viking. Nach einem eigenen Rezept. Wird nur für uns so gebacken. Einmal schön aufgetoastet. Zum hier Essen auf Porzellan. Und dann haben wir hier ein 100% Rinderpatty vom Biolandhof Bergisch, hier aus Westerkappeln. Ist also auch aus der Region. Ist feinste Bio-Qualität. Die Gewürze macht Joris Schwester auf ihrem Bauernhof, die da drin sind. Die kommen von einem Demeterhof aus Holland. Also da ist wirklich nur das Beste drin und drauf und dran. Schmeckt sehr geil. Unten drauf kommt ein bisschen Blattsalat. Dann folgt dänische Remoulade. Oben nur einen kleinen Kreis, den machen wir, damit wir in die Mitte ein bisschen Ketchup machen können und der uns nicht direkt abhaut. Dann auf den Cheeseburger ganz klassisch eine Scheibe Cheddar-Käse. Dann haben wir in dem Fall einen ganz normalen klassischen, den bauen wir dann mit Röstzwiebeln und Gewürzgurken. Also ein bisschen dänisch angehaucht. Dann einmal das Fleisch drehen, damit es auch ein schönes Bratmuster kriegt. Wieso meintest du dänisch? Ist das hier die Art? Genau, da ist eben dänische Remoulade drauf und dann in Dänemark oder gerade in den skandinavischen Ländern ist dann eben wirklich klassisch mit Röstzwiebeln und Gewürzgurken. Wir haben allerdings auch die frische Variante, wenn du das möchtest, dann mit frischen Tomaten, frischen Gurken und frischen Zwiebeln. Das hat dann auch ein bisschen mehr Knack und Saftigkeit. Aber tatsächlicherweise läuft der klassische mit Röstzwiebeln und Gewürzgurken besser als die frische Variante. Genau, dann wichtig, den Steak auch mal sauber halten, sonst brätst du irgendwann nicht mehr, dann frittierst du. Und voilà. Currywurst mit Pommes Mayo. Wolltest du ein Brötchen dabei haben? Ja, gerne. Super. Und dann 2 Portionen Pommes Mayo. Also insgesamt 3 Portionen Ja, Pommes richtig. Mayo. Alles klar. Und das Ganze isst du hier. Also die Würsten werden immer gebraten, wenn bestellt wird. Genau, wir braten die Bratwürstchen oder auch Currywürstchen, ist ja egal. Wird ja immer gebraten, immer erst frisch, wenn der Gast sie bestellt. Das hat dann einfach einen Vorteil. Erstens, sie ist direkt warm, wenn der Gast sie mitnimmt und sie bleibt nicht lange auf dem Grill, wird nicht warm gehalten, wird nicht schrumpelig oder sonst irgendwas. Hast ein bisschen bessere Kontrolle und außerdem müssen die Pommes ja zum Beispiel frittiert werden und dann hast du die Zeit und kannst auch die Würstchen grillen. Was für mich zum Beispiel auch ein Grund war, in die Gastronomie zurückzugehen, also in die klassische Gastronomie und aus der Hotellerie weg, ist einfach dadurch, dass wir halt ein Business-Hotel waren, hatten wir nicht so viele Stammkunden, sprich du konntest gar keine Beziehung zu den Gästen aufbauen. Und da ist natürlich so ein Imbiss in einem Osnabrücker Stadtviertel deutlich persönlicher und näher an den Gästen dran. Und das macht mir persönlich dann auch mehr Spaß, wenn man die Gesichter wieder sieht und nicht irgendwie Laufkundschaft hat. Ist ja einigermaßen übersichtlich. Kannst du morgen? Aber ganz schwer nachvollziehbar. Und meistens schätzt das einfach. Ja, die, ich sag mal, ausländischen Hindernisse auch gemacht.
danke dir. Vielen lieben Dank. Guten Appetit. Werden wir haben, nicht? Genau, und das ist eine dünne Bratwurst, die kommt von der Firma Giersch. Die kommt nicht auf den Rost, die wird im Fett ausgelassen. Die hat hier nämlich einen Kunstdarm, den müssen wir einmal kurz entfernen. Und dann kommt die auch in die Fritteuse und wird im Fett ausgelassen. Das ist eben eine andere Machart. Du kannst die Würstchen auch auf den Grill legen, aber das dauert dann tatsächlicherweise eine halbe Stunde, bis sie irgendwie Farbe bekommen. Die brauchen wirklich den Kontakt mit dem Fett. Ja? Ja. Die wird eben von Werk aus ganz anders produziert und dementsprechend musst du da schon das richtige Garverfahren wählen. Das heißt, jetzt hier auf dem Grill wäre das viel länger. Viel, viel länger, genau. Also weil es heißt ja nicht ohne Grund Rostbratwurst, also zum Beispiel die Kinius ist eine Rostbratwurst, die gehört auf den Rost, aber die Giersch ist eben eine dünne Wurst und die gehört ins Fett. Kriegt dadurch auch nochmal einen anderen Knack natürlich, dadurch, dass sie mit dem Fett eben rundum in Kontakt kommt, wird die Pelle anders knusprig, als wenn du die jetzt auf den Rost legen würdest. Hier sage ich mal schon ein bisschen die Blasen schlägt und jetzt hochkommt. Das ist mal ein Zeichen, dass das Produkt fertig wird. Jetzt geben wir dann noch einen kleinen Moment, dass er auch schön Farbe bekommt. Drehen sie einmal um, dass er auch rundum braun wird. Die sind ja nett hier. Bin gleich bei euch. Ja. Matthias? Einmal kassieren bitte. Na klar. Zweimal Curry, zweimal Pommes, zweimal Mayo, zweimal Softgetränk. Genau 20 Euro bitte. Nee. Schönen Tag euch noch. Du hattest ja bestimmt bestellt. Ja, genau, ja. Super. Fuck gar nicht gerade ein. Auf den Punkt. Ja, läuft. Jo, ne? Bist du mit? Ja, das geht. Perfekt. Kosten unsere Autofahrt. Ja gut, alles klar. Hau rein, ne? Schönen Tag dir noch. Ciao. Ausgemachte Ketchup, das ist der normale Tomatenketchup. Dann haben wir hier eine selbstgemachte Käsesoße. Dann haben wir hier unsere selbstgemachte Jägersoße, also Pilzrahmsoße. Und das ist unsere Paprikasoße, die machen wir aber nicht selber, die kaufen wir zu. Oder das ist jetzt das Schnitzel? Genau. Die beiden, ja? Genau, die zwei sind hauptsächlich für Schnitzel. Eben entweder klassisch nur die Jägersoße oder nur die Paprikasoße, oder wer Lust hat, kann das Ganze hier auch als Räuberschnitzel bekommen. Das wäre dann die eine Hälfte mit Paprikasoße, die andere Hälfte mit Jägersoße. Sonst haben wir noch das Schnitzel à la Barlage, das wäre dann mit 2 Spiegeleiern. Unser Landwirt, der uns Kartoffeln und Eier bringt, heißt Herr Barlage, deswegen haben wir das Schnitzel nach ihm benannt. Oder sonst, das hast du ja vorhin auch schon mal gesehen, das Zwiebelschnitzel, damit frisch angebratenen Zwiebeln aus der Pfanne. So, Qualm tut schon mal, dann sollte es hoffentlich auch warm sein. Das machen wir wie gesagt selber, das wird dann selbst gesteckt mit Zwiebel und Tomate, wie du siehst, und dann eben in der hauseigenen Soße mindestens für 24 Stunden gegart. Da machen wir noch ein bisschen mehr Soße drauf. Herrlich.
da siehst du immer noch so ein kleines Brett. Sieht ein bisschen aus wie eine Fensterbank, ist aber in dem Fall keine Fensterbank, sondern eine sogenannte Stehhilfe. Bis vor ein paar Jahren durften wir keine Sitzplätze haben und deswegen ist dann wirklich noch aus den 60er Jahren hier original die Stehhilfe vorhanden. Wir werden oft gefragt, ob das Ding hält, seit 60 Jahren hält. Wer es kaputt macht, ist der Erste. Also die Frikadellen wurden gestern Abend. Genau, die Frikadellen, die haben wir gestern vorbereitet. Die sind ein bisschen zeitaufwendig. Du musst sie ja dann halt wirklich formen und dann eben auch braten. Und das bereiten wir dann eben meistens abends vor, dass wir dann morgens nicht direkt Frikadellen machen müssen. Weil dann bist du ungefähr eine Stunde beschäftigt mit den Frikadellen. Genau. Und die Schnitzel? Die Schnitzel, die haben wir auch gestern gekloppt. Die werden dann gleich, wenn meine Kollegen kommen zur Spätschicht und es hier dann nochmal richtig losgeht, werden die dann frisch paniert. Das kommt weg. Dann kommt das Ende hier auch einmal weg. So, dann machen wir einmal ein bisschen Öl. Ein bisschen Essig. Dann ganz normales Salz. Ruhig ein bisschen mehr, soll ja auch Geschmack haben. Dann für die Würze noch ein bisschen Pfeffer. Und für die Liebe, das ist immer ganz wichtig, nur eine kleine Prise Zucker. Da darfst du nicht zu viel nehmen. So rühren wir uns das einmal um. So. Dann hobeln wir einmal eine Gurke da rein. Das Ende kommt weg. Ist auch ein guter Unfallschutz, wenn du das Ende dran lässt, dann kannst du schon mal deine Finger nicht hobeln. Dann ein bisschen umrühren, dass das Dressing auch überall rankommt. Und dann einmal probieren und hoffen, dass man richtig abgeschmeckt hat. Salz, Pfeffer? Alles okay? Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker. Kannst gerne probieren, mir schmeckt's. Danke sehr. Jawohl. Brauchst du Pommesgabeln, Servierten oder? Nee. Gut.
schönen Tag noch. Ja? Danke. Ciao, danke. Haben hier ganz normal klassisches Brötchen. Dann hier, das ist eine Bratrolle, die ist aus Geflügel. Also genau, ist 100% Geflügelfleisch drin. Wer da Bock drauf hat, kommt aus Holland. Genau, und das richten wir gleich ein bisschen klassisch an, wie in Dänemark, Skandinavien. Mit ein bisschen Remoulade, Röstzwiebeln, Gewürzgurken, ein bisschen Ketchup. Aber ich zeige dir gleich mehr. Der Toaster, der ist übrigens hier echt noch antik. Also damit hat Jim Blake schon seine Brötchen getoastet. Das Ding steht hier seit 60 Jahren. Seit 60 Jahren? Ja. Und tut immer noch seinen Dienst. Hat mal seine Tage dabei, wo er nicht ganz so zuverlässig ist, aber dafür ist er uns ans Herz gewachsen. Genau, die Gurken schön verteilen von oben bis unten, dass in jedem Biss auch ein bisschen Gurke und Zwiebel drin ist. Wollen wir mal gucken, unser Würstchen, das dauert noch einen ganz kleinen Moment. Aber ist sofort fertig. So, wunderbar. Dann müssen wir einmal zum Ketchup. Damit man auch satt wird. Kommt oben auch noch ein bisschen was drauf. Ne. So. Die Milde markiere ich, die mache ich ein Kreuz drauf, ja? Ja, danke.